Und die Lücke tut den Core Patch wunderbar überbrücken. Das hier ist ein Echtzeit-CPR-Feedback-System. Das heisst, hier drin habe ich den kleinen Patch, den Core Patch. Den lege ich dem Patienten dort drauf, wo ich drücken muss. Wenn ich am Drücken bin, gibt es mir in Echtzeit CPR-Feedback. Das kann ich mit dem Handy koppeln. Sehr coole Geschichte. Jetzt gehen wir hier nicht in den Notfallmodus rein, sonst hat es unter Tierwein nicht so Freude, sondern wir gehen ins Training. Ist der Patient ansprechbar? Nein, selbstverständlich ist er nicht. Schnaufen tut er auch nicht. Ja, Notruf haben wir den schon abgesetzt. Ja, der läuft bereits. Jetzt weist es mich an, einen ist auftun. Habe ich auch gemacht. Einen ist konnektieren, das Ding. Jetzt ist er connected und jetzt kann ich anfangen zu drücken. Jetzt auf dem Tisch hier funktioniert es einfach nicht. Und wenn ich zu wenig fest drücke oder nicht entlaste, auch das merkt ihr. Und das hier ist einfach wirklich, schließt so ein bisschen die Lücke, bis ich halt den Defi habe, wo ein Feedback-System mitbringt. Und das richtig Coole daran ist, die Skandinavier haben das 10 Jahre lang entwickelt, umgepröbelt, sehr viele Studien dazu gemacht. Seit dem Juni hat es Swissmedic zulassen, das ist ein Medizinprodukt, das ich anwenden darf. Aber ich habe eben auch den Trainingsmodus, das ist das, was wir jetzt gemacht haben miteinander. Ich komme eine Auswertung über bezüglich Drucktiefe, Frequenz, Entlastung und wie viel dass ich am Drücken bin. Die Smileys dargestellt, gibt eine gute Laune. Dann ein bisschen detailliertere Prozent angezeigt und am Schluss habe ich noch die Details, wirklich alles ganz genau aufgezeichnet. Das Coole daran ist, ich kann mich erinnern lassen von der RP, alle 2 Monate einfach kurz 2 Minuten ein Training machen. Daheim habe ich selten Puppen und Ausrüstung, aber was ich daheim irgendwo bin, ist ein Küssi, ein Bett, ein Sofa, etwas mit ein bisschen Widerstand. Dann kann ich meinen Core Patch schnappen. Man drückt wirklich auf das Teil. Das geht nicht kaputt, man drückt Nein, genau. das fit Also es ist wirklich, das da drin ist der Sensor. Ich weiss nicht mehr, was steht. Und wie viel ist das? Das ist 69, heute am März, sonst ist es glaube ich 82 gegen am März. Ich kaufe sie, diskutieren wir nicht. Wunderbar! Nicht, dass wir es nie So, cool. das ist wirklich effektiv, Nickel noch und neu, finden wir unglaublich Das cool. ist der Grund, warum ich einmal irgendwo ist. Vor 1,5 Jahren ist es das erste Mal in der Schweiz vorgestellt worden und dann haben wir gesagt, ja, nehmen wir das Sortiment auf, aber was wir brauchen ist die Swissmedic Zulassung, weil sonst kommt es nicht verwenden. Entschuldigung. Und jetzt Schon gut. ist das Ding Das Thema. endlich da und wir bringen es mit. Eines der wenigen Sachen, die ich vom Aussterwägen spazieren führe, einfach wirklich nicht. Das wirklich, ich kann es einmal platzieren, dann rutscht es mir nicht mehr weg, wie die Defi-Elektroden auch. Oder eben hier der Drucksensor, dann ist der wirklich. Und die Ersatzteilchen kann man wieder posten bei euch? Oder? Die hier? Ja. Nein, die gibt es so nicht, aber auch dort doppelseitiges Klappband hilft auch. Ich habe 2 von diesen Dingen drin. Also einfach doppelseitig klappen. Genau. Das ist wirklich effektiv. Beim anderen habe ich wirklich einfach hinten dran Ding gemacht, weil ich das Ganze zwar gut finde, weil es hat die Positionierungshilfe drin. Aber wenn man weiss, wo ich es ankleben, ist einfach auf der Rückseite doppelseitiges Klappband schnell abziehen oder aufkleben, finde ich einfach. Das ist definitiv. Cool!